So Leute, ich stehe hier in Oberhausen. Hier entsteht gerade ein neuer Freizeitpark. Wir ziehen den Helm auf, wir gehen rein auf die Baustelle und zeigen euch Karls Erlebnisdorf Oberhausen, was gerade noch entsteht. So, ich sitze hier in einem Pool mit der Obererdbeere Robert Dahl, der Karls Erlebnisdörfer in die Welt bringt. Und du bist ja schon fast berühmt für deine Pool-Plansch-Videos. Jetzt machen wir sowas auch. Und wo sind wir hier? Wir sind wirklich ohne Quatsch mitten auf der Baustelle in Oberhausen. Und die Typen da hinten, die Verrückten, die haben sich in den Kopf gesetzt, hier auf der Baustelle einen Pool aufzubauen und haben es getan. Was hast du dir denn hier in den Kopf gesetzt, warum die überhaupt hier eine Baustelle machen müssen? Ja, wir wollen hier ein Erlebnisdorf eröffnen. Direkt neben dem Zentrum. Für alle Oberhausener und Leute aus dem Ruhrgebiet, die das vielleicht noch nicht kennen, weil das ist ja quasi eine neue Region für euch. Was ist ein Karls Erlebnisdorf? Genau, das ist eigentlich so, was ist ein Karls Erlebnisdorf? Das ist... Wir sind ja eigentlich, kommen wir von der Erdbeere. Daraus ist das mal so entstanden. Ist also viel in den Erlebnisdörfern erinnert auch an Erdbeeren, von der Dekoration, die Fahrgeschäfte und so weiter. Die Zentrale ist ein großer Manufakturenmarkt, der so heißt, weil da auch Schaummanufakturen drin sind. Da werden zum Beispiel Bonbons hergestellt, da wird Brot gebacken, da wird Marmelade gekocht jeden Tag, 365 Tage im Jahr. Es riecht alles nach Erdbeeren, hauptsächlich Erdbeermarmelade. Dann gibt es in diesem Manufakturenmarkt halt sehr viel Erdbeeriges an Deko, an Lebensmitteln und so weiter. Und auch zum Beispiel einen Indoor-Spielplatz, Fahrgeschäfte, viel Gastronomie. Und wenn man dann durch diesen Manufakturenmarkt durch ist, kann man eben rausgehen ins Erlebnisdorf. Und da gibt es dann Fahrgeschäfte, Spielplätze und weitere Möglichkeiten, was zu essen, zu trinken und ein bisschen Zeit zu verbringen. Sehr cool. Was im Detail seht ihr gleich im Video auch noch, wenn wir hier ein bisschen rumlaufen. Wie ist so grob der Fahrplan jetzt hier auf der Baustelle und wie geht es danach für dich und die ganze Karlsbande quasi weiter? Genau, ja, wir sind so, also jetzt sind wir ja hier erstmal, in 21 Tagen wollen wir öffnen und sind auch heute mal ganz zuversichtlich wieder, ab und zu dann auch mal nicht mehr so zuversichtlich, aber doch, wir werden es wohl schaffen, das sieht alles ganz gut aus. Und wie geht's denn weiter? Im Moment ist eine Menge los, also wir wollen dann ja am 1. Juli, das ist ja schon vor der Eröffnung noch, da machen wir das Richtfest von Bibi und Tina in Berlin. Dann am 4. Juli ist die Eröffnung von unserem neuen Bettys Bärchenbumerang in Sachsen, in Döbeln im Karls Erlebnisdorf. Dann kommt am 15. Juli die Eröffnung hier und dann am 3. September die Eröffnung von unserem neuen Coaster in Berlin an dem Standort. Und dann nehmen wir kurz mal einen Luftzug und gehen dann nach Bisping in die Lüneburger Heide und bauen da weiter. Ihr seid so verrückt. Wenn wir alles erzählt haben, dann kühlen wir uns noch ein bisschen ab, weil es 36 Grad auf der Baustelle und dann wird wieder angepackt, damit ihr auch zur Öffnung kommen könnt. Vorneweg, bevor wir jetzt hier drüber laufen, müsst ihr einmal kurz vorstellen, wer du bist, weil du jetzt in Karls-Montur kennt man dich nicht, in Rot schon, aber wer bist du? Ja, sehr gerne. Ich bin der Christian Ahus und ich begrüße euch hier auf unserer Karls Erlebnisdorf Baustelle in Oberhausen als Markenbotschafter von Karls. Warum bin ich Markenbotschafter von Karls geworden und was habe ich hier mit dieser Baustelle zu tun? An diesem Fleck hier, in diesem Park, habe ich schon im Jahr 2002 angefangen zu arbeiten. Damals für Oskar Bruch und im Zentropark. Und deswegen kenne ich diesen Standort sehr, sehr gut und habe ihn über all die Jahre begleitet. Habe dafür gesorgt, dass Lego hier zwischenzeitlich, bzw. Merlin das Ganze übernommen hat. Und habe dann entsprechend Robert Dahl dazu gewinnen können, auf dieser Fläche hier etwas zu bauen. Und deswegen stehen wir jetzt hier sozusagen in Rot als Karls Erlebnis, als Karls Markenbotschafter für das Erlebnisdorf hier in Oberhausen und nicht als Movie Motions. Sehr cool. Vielleicht direkt vorneweg so eine richtige arschige Frage. Warum bist du dir sicher, dass Karls jetzt an diesem Standort funktioniert? Weil wir haben ja an diesem Standort, wie du gerade ja schon selber gesagt hast, ich glaube 3 verschiedene Freizeitparkeinrichtungen schon erleben dürfen. Richtig. Warum bin ich mir sicher? Weil ich versprochen habe, wenn das hier nicht funktioniert, wechsle ich die Branche. Oh, das habe ich Robert Dahl versprochen, um einfach klarzumachen, so einfach mache ich mir das nicht, indem ich einfach sage, mach mal und übernimm das mal hier. Ja. Aber ich weiß einfach auch ziemlich genau, was sozusagen mit den vorherigen Versuchen und die ja auch teilweise mehrere Jahre waren, nicht vielleicht optimal war. Ja, Ja. Gerade sprechen wir von Merlin. Merlin hat hier ein wunderschönes Konzept vorgelegt, als sie damals diese Fläche übernehmen wollten. Wir wollten eigentlich nur das Legoland Discovery Center hier hinbauen und haben dann aber die Auflage bekommen, entweder die ganze Fläche oder gar nicht. Da haben sie für diesen Standort hier ein Konzept entwickelt, was wunderschön aussah. Es bezeichne das immer als SeaWorld Mini, also nicht Sea Life, was sie ja selber haben, sondern wie ein SeaWorld Mini sah das aus. Es gab Fahrgeschäfte mit kleinen Tiergehegen,
Es hätte keine Orcas gegeben, sondern Tiere, die unter diesen Bedingungen in Deutschland gehalten werden können. Und das wäre wunderschön gewesen. Sie haben es noch nie umgesetzt. Sie haben einfach das Geld nicht in die Hand genommen. Das Einzige, was sie realisiert haben, war im Grunde genommen die Wildwasserbahn mit den Pinguinen. Und das hätte eigentlich so im ganzen Park sein sollen. Haben sie aber nicht gemacht. Und wer das nicht macht und dann sozusagen von der Zeit von Oskar Bruch die Gäste übernimmt, wo hier weitaus mehr Fahrgeschäfte und Attraktionen waren, muss sich dann nicht wundern, dass die Besucher ausbleiben. Abgesehen davon, dass man mit dem Eintrittspreiskonzept in alle Richtungen gerutscht und geschlittert hat, alles versucht, den Namen geändert etc. pp. Da war einfach keine rote Linie da. Und deswegen haben sie auch irgendwann die Lust verloren, dieses Projekt weiter zu entwickeln und haben dann eben den damaligen Eigentümern vom Zentro ein unmoralisches Angebot gemacht und haben gesagt, wir wollen eigentlich die Fläche wieder abgeben, weil wir haben da keine Lust mehr drauf. Und das Zentro hat sich damals darauf eingelassen und hat mich dann wieder kontaktiert und hat gesagt, Christian, du hast doch damals Möllen hier für uns akquiriert, such doch mal wieder einen neuen Betreiber. Langsam wird es schwierig, weil die Argumente gehen einem dann doch irgendwann aus, selbst wenn man es noch so gut weiß und begründen kann, warum was nicht funktioniert hat. Und das im Grunde genommen war dann tatsächlich der Grund, warum ich dann Robert Dahl auch irgendwann gesagt habe, ich bin da so von überzeugt, dass es die Branche wechselt, wenn das hier nicht funktioniert. Und wir haben natürlich sehr offen darüber gesprochen, was nicht geklappt hat bei den bisherigen Betreibern auch. Das ist übrigens Jan Bernd. Hi, Unser architektonischer Leiter hier auf der Baustelle. Mit dabei. Aber mit dabei. Wir sind ein Team hier, ein Projektteam, das hier alles betreut. Mit Benedikt und ich, wir sind die Projektleiter hier vor Ort. Der Mike Schichting kennt er als Bauleiter. Und insgesamt sind wir ein tolles Team, was hier das ganze Projekt jetzt halt realisieren möchte. Und wir versuchen uns ja hier von Karls ein bisschen stabiler noch aufzustellen, dass wir halt diese ganzen Projekte jetzt jährlich auch gut wuppen können und das Ganze hier auch zeitlich gut fertig bekommen und auch ein bisschen entspannter und ein bisschen koordinierter. Und da sind wir gut dabei. Und ich glaube, was wir in den letzten halben Jahr auch geschaffen haben, das ist wirklich toll. Und wenn ihr gleich über der Baustelle lauft, ihr werdet im Vergleich zu den letzten Monaten, ich glaube, ihr wart da schon mal vorher mal hier. Wir noch nicht. Ihr noch gar nicht? Nee. Aber ihr seht ja im Internet, wenn ihr das ein bisschen verfolgt, wie sich das hier entwickelt hat. Und das ist unglaublich. Also ich glaube, wenn ihr eine Woche Pause hat und dann wieder hinkommt, dann wird die Baustelle kaum wiedererkennen. Ja, und so wollen wir es halt für die nächsten Parks auch machen, dass wir uns einfach besser aufstellen. Und der nächste Standort in Bispingen, der soll auch schon im März wieder öffnen. Wie entspannt ist das, wenn das in 3 Wochen fertig sein soll? Tiefenentspannt. Guck, wir haben Zeit noch gehabt, hier einen Eiswagen über die Baustelle zu schicken. Nee, tatsächlich, wir haben hier echt alle Leute, die selbst bei 36 Grad hier motiviert sind, hier alles zu reißen und zu machen. Also jeder reißt sich auf gut Deutsch gesagt den Arsch auf und versucht, diese Baustelle fertig zu machen. Und das ist ein tolles Team. Und wir haben überall Wasserspender aufgebaut. Durch so kleine Aktionen wie jetzt mit dem Pool oder auch dem Eiswagen versuchen wir halt die Laune hochzuhalten. Und ja, überall die Wasserspender und zwischendurch machen wir so diese Sprühnebelaktionen, dass die Leute sich auch abkühlen. Weil wir wissen ja, auch bei 35 Grad muss man einfach das auch ein bisschen im Blick behalten. Wir tun alles für sozusagen zufriedene Baustellenmitarbeiter und Kollegen und vor allem auch die externen Teams, die ja auch alle die Geschwindigkeit von Karls so in der Regel nicht kennen. Glaube da auch sagen zu können, die immer sehr überrascht sind, wenn sie Verträge unterschreiben und glauben, das wird eh nichts und es wird nicht an denen liegen, dass es sozusagen später wird. Und dann irgendwann merken sie, hier ziehen alle an einem Strang und sie müssen wirklich abliefern. Und das tun sie dann auch. Und dann kommt es zu den Momenten, dass du, so war es ja am Anfang auf der Baustelle, dass du Leute siehst, die mit dem Auto durchfahren und die selber ein Video machen gerade, weil sie sagen, sie können gar nicht verstehen, was hier gerade zeitgleich alles passiert und dass sie so eine Baustelle eben noch nie gesehen haben. Und das ist dann eigentlich, glaube ich, das, was beweist, dass hier Teams arbeiten, die Bock haben darauf und die aber auch selber total überrascht sind, wie es hier abgeht. Das ist aber halt auch ein hoher logistischer Aufwand. Wir haben hier ein extra Logistikteam uns auch eingestellt, weil wir ja nur die Zufahrtsstraße von hier hinten haben. Wir können keinen Begegnungsverkehr eigentlich haben. Das heißt, wir müssen immer die LKW-weise per Slot reinfahren lassen, abladen und wieder rausfahren lassen. Und seit gestern ist auch hinten die Asphaltfläche vom Wirtschaftshof fertig. Das heißt, ab sofort bekommen wir auch die Anlieferung für die ganzen Warenträger und Waren. Das heißt, so am Tag roundabout irgendwie 60 LKWs, die dann hier rein und rausfahren, die auch schon hinten Karlsbande und die Scheune, da kommen auch schon die ganzen Warenträger rein. Das heißt, das muss natürlich auch alles getaktet werden und doch, funktioniert. Ja, 60 LKW ist schon eine Ansage. Also da ist was los. Plus den normalen Baustellenverkehr, den wir halt haben. Also das ist schon, ja.
Genau, also nur die Anlieferung, ne, mit den 60 LKWs. Also zum Glück ist aber jetzt unser Parkplatz da hinten sozusagen fast fertig, wie ich sehe. Jetzt muss der Teer wahrscheinlich nur noch ein bisschen schneller kühl werden, ne, bei der Hitze, oder? Der sollte eigentlich heute ab 10 Uhr schon befahren werden, aber wegen den Temperaturen kühlt er leider nicht ganz so schnell aus. Deswegen, man kann drüber laufen schon, aber wir können halt nicht lange drauf parken. Deswegen. Und nicht barfuß wahrscheinlich bei den Temperaturen. Zudem habe ich gerade noch die Straße da vorne aufgerissen, weil wir gerade den Stromanschluss für den Park herstellen. Also von daher ist gerade noch der Zugang ein bisschen eingeschränkt. Ja, ich habe schon einen LKW-Fahrer fluchen sehen, weil er nicht wusste, wo er hin soll. Aber gut, das gehört eben auch mit dazu. Ich habe gesagt, wir haben die Logistik verbessert, aber nicht perfektioniert. Ne? Also. Hast du irgendwelche Tipps, wo wir heute unbedingt noch hingucken sollen? Wenn ihr mal langlauft, einfach um das mal zu sehen. Lauft da die Schiene entlang. Das klingt jetzt zwar doof, hier geht es direkt rein in die Baustelle, aber einfach der geilste Anblick ist da einmal die Bahntrasse hoch, das was wir auch gemacht hatten. Und jetzt hat sich einfach noch mehr getan da hinten. Ne? Also das ganze bei Kugeltrubel, die ganzen Terrassen sind fertig, da bei Karlsbad und Scheun ist alles fertig und dann geht er nämlich weiterhin zu der Erdbeerraupenachterbahn, wo alles schon gepflastert wird und fertig ist. Der Erdbeerdöner steht da schon davor. Die Rutsche ist heute aufgestellt worden, da wo jetzt gerade der Kran noch vorne aufgebaut ist. Ja, habe ich von Robert schon gesehen, dass die gestern angeliefert wurde, gestern Abend. Wenn ja. Von da aus nämlich in den Manufakturmarkt reingeht, ist das ganz spannend, weil der Manufakturmarkt vorne schon sehr fertiggestellt ist. Auch dekorativ schon. Der große Mixer steht da schon drin und alles. Also wenn ihr von da aus guckt, da könnte man schon die ganze Deko und so und die Warenträger einbauen. Und dann nach hinten hin hast du halt noch ein bisschen Baubereich, aber so arbeiten wir uns auch raus. Hier ist ja der letzte Bereich vom Curryversum, den wir noch fertig machen in 21 Tagen. Und ja. Und es herbstet gerade, weil der Baum hier schon Blätter fallen lässt. Wir fangen mal an. Und auch wenn man das noch nicht so denkt, aber morgen ist der Platz beim Trägergrill, wo die Trägerfahrt ist, aufgeräumt, alles weggeräumt. Vor der Baubesprechung oder? Ich bin froh, dass ich nicht damit anpacken muss, weil das ist echt Arbeit noch bis morgen. Ja, wenn ihr dann nachher langlauft, ihr werdet das ganze Radlader-Ballett hier sehen. Also wir haben so viele Radladerfahrer, die hier nur Material von A nach B tragen. Also ich glaube, die einzige Schwierigkeit gerade ist erstmal der Platz. Weil wir uns halt selber hier überall ein bisschen zustellen und eigentlich da bauen müssen, wo wir schon fertig sind. Ja. Gut, machen wir weiter. Ja, das ist ja ein gutes Input. Danke dir. Ja, hier sind wir im Trägergrill. Wohlgemerkt Träger mit Doppel-G. Und eine kleine Besonderheit, die wir hier haben, können wir uns mal anschauen. Denn was für Karls immer relevanter wird, Ich sehe es schon. ist die Kapazität. Ja. Und gerade hier in Oberhausen gehen wir davon aus, dass uns das noch mehr beschäftigen wird als an anderen Standorten. Und deswegen ist unser Attraktionseinkäufer Noah auf die Idee gekommen, hier ein Förderband erstmals bei der Traktorbahn einzubauen, um einfach noch mehr Fahrzeuge in der kürzester Zeit zu beladen und entladen. Und wir hoffen, dass uns das bei der Traktorbahn noch entsprechend ein paar mehr 100 Gäste pro Stunde bringt, die wir gut gebrauchen können, glaube ich. Wie groß wird das Erlebnisdorf im Vergleich zu anderen, die man eventuell schon kennt, wenn ihr ja mit mehr Gästen auch rechnet und mehr Besuchern? Also wir haben hier in Oberhausen 2 Erweiterungsphasen geplant. Deswegen sind wir in der ersten Phase noch nicht auf der vollen Flächengröße. Die wären 7,5 Hektar. Bei 7,5 Hektar muss man dazu sagen, brauchen wir normalerweise ja sonst immer auch Parkplätze. Die haben wir aber hier schon am Zentrum und mussten sozusagen keine eigenen Parkplätze jetzt hier vorsehen. Und wir haben in der ersten Bauphase knapp 4,5 Hektar, glaube ich, jetzt, die wir bebaut haben. Und in unsere kleinsten Dörfer finden auf mindestens 5 Hektar statt, also die wir mittlerweile bauen, inklusive Parkplätzen. Somit sind wir hier flächenmäßig schon um einiges größer. Wir haben ja auch den größten Manufakturenmarkt, den wir jetzt überhaupt in den neuen Dörfern je geplant und gebaut haben. Auch weil wir einfach davon ausgehen, dass wir hier entsprechend mehr Besucher haben werden als an anderen Standorten. Ja, deswegen sind wir größer als die neuen, also als Döbeln zum Beispiel sind wir größer, einfach aufgrund der Tatsache, weil der Parkplatz bei uns dann direkt noch in Attraktionsfläche umgewandelt wurde. Wir sind etwas großzügiger hier von den Flächen, von der Wegeführung her. Zum Beispiel, wenn man es mit Lockstedt vergleicht, da ist es ein relativ schmales Grundstück gewesen, was wir dort umgebaut haben.
da haben wir auch ein Gebäude übernommen und mussten uns sozusagen an den Gegebenheiten ein bisschen anpassen. Und hier haben wir etwas mehr Fläche, was auch zum Beispiel den positiven Nebeneffekt hat, dass wir relativ viele Bäume übernehmen konnten, die eben hier schon früher, seit 1996, hier langsam gewachsen sind, zu der Zeit des Centroparks schon hier standen. Den FKF-Baum konnte ich leider nicht retten. Der hat es in der Bauphase nicht überlebt. Erik und ich haben früh immer dran gedacht. Und als dann irgendwann die Bagger rollten, war ich nicht schnell genug am Platze. Genau, hier sieht man ganz gut, dass wir überall solche Ausdrucke haben, wo man als Kreativer ein bisschen sehen kann, wie etwas hier aussehen soll. Viele arbeiten ja für uns schon seit langer Zeit und wissen eigentlich, was wie zu tun ist. Gerade unser kreatives Bauteam, was von Baustelle zu Baustelle mit uns rumgeht. Die machen das aus dem FF in der Regel schon. Aber für alle anderen ist das immer ganz hilfreich, nochmal zu sehen, was ist jetzt wo wie geplant. Wir neigen ja auch dazu, sehr viel kurzfristig nochmal wieder zu überdenken und einfach die Erfahrung aus anderen Dörfern nochmal reinzubringen. Lockstedt hat da auch nochmal einiges hier wieder in der Planung verändert. Und so kann man sich dann eben ein bisschen durcharbeiten. Das ist noch relativ wenig an Info jetzt hier. Das haben wir teilweise auf anderen Schildern, wo das noch weitaus ausführlicher ist. Hier geht es aber jetzt eben auch um den Innenbereich und solche Schilder gibt es auch für außen, dass man sehen kann, welche Wand soll eigentlich nachher wie aussehen. Und hier sehen wir natürlich auch teilweise jetzt schon die Deko, die hier entsprechend aufgebaut wird. Unsere liebevollen Prints von Treckern und Co., die nachher diese ganze Halle und das Restaurant schmücken werden. Und ja, ich denke, wenn man die Farben sieht und die Naturmaterialien, die wir hier teilweise verwenden mit dem Holz oder die alten Backsteine, die wir wiederverwenden von den alten Gebäuden, hat man schon ein bisschen das Gefühl, bei Karls zu sein. Ich denke, dieser Baustil ist schon sehr prägend. Ja, der Vibe kommt jetzt schon rüber, obwohl wir noch lange nicht fertig sind, aber bald fertig sind. Das ist auch krass. Nahezu übermorgen. Ja, es ist krass. Also, aber man sieht auf jeden Fall den Stil und den Look. Wenn man das schon mal irgendwo anders gesehen hat, erkennt man es wieder. Ja. Und um das sozusagen nochmal aufzugreifen, sieht man direkt vor uns jede Menge Backsteine. Die haben wir von alten Gebäuden recycelt, also alte Bauernhäuser oder ähnliche alte Gebäude, die nicht mehr erhalten bleiben. Da kommen wir dann hin und versuchen, diese ganzen Steine zu retten. Das sieht man auch noch, dass hier überall entsprechend der Putz bzw. der Mörtel von den Fugen noch dazwischen ist. Und ja, so lieben wir das eigentlich, wenn der Stein wirklich schon ein Leben hat und wir den dann entsprechend an die Wand setzen können. Wir machen nur einen kleinen Trick, man sieht das hier so ein bisschen. Wir schneiden die Steine auf, das heißt, wir brauchen die ja nicht in voller Stärke, sondern wir halbieren die sozusagen, sodass wir die zwei schönen Seiten eines solchen Steins, einmal die Seite und die Seite, nutzen können, um sie dann an die Wand zu bringen. Und das sieht man jetzt gerade hinter uns. Wenn man da mal eine Nahaufnahme macht, sieht man, die Steine haben gar nicht die normale Tiefe, sondern die sind nur ein paar Zentimeter dick und der Rest des baulichen Aufbaus des Gebäudes hängt dahinter. Das kaschiert sozusagen eigentlich auch wieder unsere Fertigbauweise, denn mittlerweile haben wir durch die ganzen Erlebnisdörfer, die wir gebaut haben, eigentlich einen Standard erreicht, der auf Fertighaus-Art und Weise sozusagen adaptiert wurde. Wir bauen die Häuser und die Gebäude zu einem Großteil bei unseren Unternehmen vor, sodass diese ganzen Wände vormontiert hier an die Baustelle kommen, teilweise sogar schon mit der Dekoration dran, jetzt nicht mit den Steinen, das geht dann doch nicht, aber teilweise haben die schon die Pattern, die Deko dran und müssen dann nur noch gestellt werden. Und das führt dazu, dass wenn man mal einen Tag hier im Baucontainer beruflich verbringt, morgens reingeht, über die Baustelle noch gegangen ist und abends wiederkommt, dass ein ganzes Gebäude steht. Und das nicht nur mit irgendwelchen Holzwänden oder Rohbau, sondern es sieht dann von außen fast schon fertig aus. Das ist schon sehr faszinierend. Das ist echt krass. Das ist ja irgendwann, wenn jeder Deutsche innerhalb von einer Stunde bei einem Karls Erlebnisdorf sein kann, dann ist die Art und Weise, das zu bauen, so perfektioniert, dass man sich fragt, was macht ihr dann? Dieses Konzept einfach in die Welt verkaufen, weil wir machen das jetzt nur noch so schnell, in 2 Wochen steht das ganze Dorf. Das brauchen wir allerdings auch, diese Geschwindigkeit, denn wir bauen ja mittlerweile eigentlich 2 Freizeitparks in einem Jahr und wollen das eigentlich auch beibehalten. Und
das geht natürlich nur, wenn wir einfach da die Abläufe super optimiert gestalten, da wir eben größtenteils mit den gleichen Bauteams arbeiten, zumindest ab einer gewissen Zeitphase. Ne? Gerade mit dem Endausbau sind das eigentlich immer die gleichen Teams. Und um 2 Dörfer pro Jahr zu bauen, brauchen wir eine gewisse Geschwindigkeit, denn wir machen zwar schnell, aber nicht schnell genug, um mehr als 2 mit den gleichen Teams in einem Jahr zu schaffen. Und manchmal haben wir dann auch das Glück, dass wir Gebäude übernehmen können. Das Ganze machen wir auch in Plech im ehemaligen fränkischen Wunderland, was ja auch ein zukünftiger Standort von einem Karlser Erlebnisdorf sein wird. Da werden wir auch sehr viel von den alten Strukturen übernehmen können. Hier ist es nicht ganz so viel. Ein Gebäude, was stehen geblieben ist, ist jetzt hinter uns oder vor mir der ehemalige Inselkiosk. Das war damals tatsächlich eine kleine gastronomische Einheit und den haben wir komplett entkernt und machen da die größte Maisscheune hinein, die wir je in einem Karls Erlebnisdorf hatten. Und das ist natürlich für mich dann irgendwie so ein besonderes emotionales Feeling, wenn du dann irgendwie weißt, ja, hier habe ich vorher meinen Kaffee getrunken und hier habe ich viele Stunden verbracht, meine Mittagspause mal verbracht etc. pp. Weil ansonsten ist nämlich nicht viel stehen geblieben. Mein Büro gibt es nicht mehr, die alte Traktorbahn gibt es nicht mehr, die hat einfach nicht zu Karls Stil entsprechend gepasst, die wollten wir anders haben. Die Aussicht aus meinem Büro mit der Schiffsschaukel, die ist natürlich weg. Das Brauhaus mussten wir leider auch abreißen, das war gebäudetechnisch sah es von außen eigentlich perfekt aus für Karls, aber von innen mit der großen Treppenanlage und mit den räumlichen Strukturen war das überhaupt nicht für uns zweckmäßig geeignet. Und das war eigentlich der Hauptgrund, warum wir dann uns dazu entscheiden mussten, dieses Gebäude wegzunehmen. Deswegen gibt es eben auf diesem bisherigen Erlebnisdorfbereich, den wir jetzt eröffnen werden, nur ein Gebäude, was übernommen wurde. Ein hinteres gibt es noch, das ist aber jetzt noch im Baustellenbereich und wie das in Zukunft aussehen wird, wenn wir Phase 2 und 3 einläuten, das erzähle ich euch in einem anderen Video. Für die Leute grob der Zeitplan für Phase 2 und 3, könnt ihr da schon was anteasen oder wollt ihr erstmal abwarten und gucken, wie sich das Ganze entwickelt hier? Also je mehr Leute am 15. Juli kommen, umso schneller bauen wir die Phase 2. Das ist eine sehr gute Antwort. Der 15. Juli als Eröffnungstag natürlich. Und das ist für euch übrigens eine Ansage, also baut mal ein bisschen Druck hier auf. Genau, wir haben nämlich die Befürchtung, es kommt gar keiner. Nicht. Ja, genau. Nein, also wir haben diese Phasen zu einem Teil schon natürlich durchgeplant und man könnte sozusagen, wir müssen eigentlich nur aufs Knöpfchen drücken. Da hängen noch ein paar andere Faktoren natürlich ab, auch baurechtlich gesehen. Aber wir werden in der Lage, das relativ schnell umzusetzen. Wie anstrengend und oder entspannt ist das mit der Stadt Oberhausen und dadurch, dass hier mal auch ein Park war? Weil man kennt es ja sonst von anderen, die irgendwie was Neues starten wollen, dass es vielleicht doch nicht so einfach mehr ist heutzutage, in irgendwie neue Projekte ins Leben zu rufen. Also ich zitiere da mal Robert Dahl als Inhaber und Gründer von Karls. Nichts ist so schlimm wie Kalifornien. Und da wir gerade in Kalifornien einen weiteren Park planen, kann ich eigentlich nur sagen, das trifft es ziemlich genau. Wir haben hier etwas länger gebraucht als gedacht, was hauptsächlich daran lag, dass wir sicherstellen mussten, dass baurechtlich alles absolut safe ist. Da gehört mehr dazu, als einfach nur einen Park an dieser Stelle zu bauen, denn ein Karls Erlebnisdorf zeichnet sich ja eben auch durch den großen Manufakturenmarkt aus, mit unseren ganz vielen Manufakturen, wo wir Dinge herstellen und verschiedene Produkte rund um die Erdbeere und um das um die Karls-Marke anbieten. Und wir mussten einfach sicherstellen, dass das als Verkaufsfläche hier auch wirklich genutzt werden kann. Und zwar in dem Zuge, wie es in einem Freizeitpark, einem Merchandise-Shop entsprechend ist. Und das hat einen etwas längeren Weg hinter sich mittlerweile. Da hat die Stadt Oberhausen weniger mit zu tun, als mehr auf der Bezirksebene, die das geklärt werden musste. Damit man eben nicht nachher hier etwas eröffnet und dann eine umliegende Gemeinde sagt, aber Moment mal, eigentlich darf das Zentro ja gar keine Verkaufsfläche erweitern. Wieso hat das denn doch darüber stattgefunden? Und wir sind keine Erweiterung vom Shoppingcenter, vom Westfield Centro hier, sondern wir sind eben ein Freizeitpark mit einem gastronomischen Angebot und eben auch mit Merchandise-Produkten rund um die Karls-Marke und sind damit wie ein klassischer Freizeitpark. Und das mussten wir sicherstellen, dass das auch wirklich absolut safe ist. Und das war ein etwas längerer Weg, als wir das gedacht haben. Auch haben wir hier noch den Hintergrund, wir haben hier zwar einen Bebauungsplan, ein sogenannter B-Plan gehabt, der einen Freizeitpark vorgesehen
vorgesehen hat, der war aber nicht so gut definiert. Manchmal ist das aber eigentlich ein Vorteil, wenn er nicht zu strenge Vorgaben hat. Aber in diesem Fall waren dann doch einige Dinge, inklusive eben dem Verkaufsbereich, nicht klar definiert und nicht definiert genug. Und das waren dann auch Gründe, warum der Bebauungsplan, der B-Plan einmal noch entsprechend so angepasst werden musste, dass dass wir hier anfangen können zu bauen und keine Probleme bekommen. Genau, hier haben wir die große Murmelbahn, die auch von der Fläche her und der Höhe, glaube ich, so hoch ist wie sonst nicht. Hier hat tatsächlich genau an dieser Stelle früher unser Wasserspielplatz sich befunden und die große Schöller Abenteuerinsel hieß sie damals. Schöller war lange Zeit Hauptsponsor hier vom Zentropark. Und das ist eigentlich auch ganz witzig, dass wir jetzt hier wieder einen Spielbereich an gleicher Stelle haben und eben deswegen auch die Bäume haben, weil früher war eben auch dieser Spielbereich sehr schön schattig und das ist etwas, was uns an vielen anderen Standorten natürlich fehlt, weil wir dort eben etwas auf einer grünen Wiese machen. Bei Rollercoaster Tycoon muss man ja auch erstmal viele Bäume pflanzen, damit es nachher schön aussieht. Da ist es natürlich so, dass junge Bäume immer erst brauchen, bis sie Schatten werfen. Und hier haben wir eben den Vorteil, wir sehen das hier im Hintergrund oder hier diesen Baum und weiter hinten auch, da wo der Breakdance war, da entsteht jetzt gerade die Kartoffelsackrutsche von Metabo Emmeln. Da konnten wir viele alte Bäume erhalten und ich glaube, das macht auch diesen Karl-Standort völlig anders gegenüber anderen Standorten. Stark, aber es ist echt verrückt, wie das jetzt hier so drin steht. Das ist so falsch und doch so richtig. Weißt du, was ich meine? Das geht ja gar nicht. Ja, das ist so falsch und doch so richtig. Das merkt man spätestens an den Übergängen. Also hier sind wir jetzt am äußersten Rand von dem Erlebnisdorf in der Phase 1. Das heißt, in die Richtung werden wir uns später erweitern. Da war ja früher, man sieht es gar nicht mehr, der Shanghai-Rutschenturm und der Shanghai Express. Den konnte ich früher hier noch, als ich hier meinen Kaffee getrunken habe, immer noch da fahren sehen. Heute ging das gar nicht mehr, weil nicht nur der Rutschenturm weg ist, sondern einfach alles so grün und hoch gewachsen ist. Rutschenturm ist, glaube ich, doch gar nicht so lange weg, oder? Ist der nicht als letztes erst rausgegangen? Ja, abgesehen jetzt vom China-Restaurant, was ja jetzt aufgrund des Brandes noch gerade auch aktuell abgerissen wird, man hört es ein bisschen da hinten noch, ist das einer der letzten Dinge gewesen. Das lag auch tatsächlich an der Baufälligkeit mittlerweile, das muss man klar sagen. Es ist hier zur Zentropark-Zeiten auch sehr viel Holz oder in der Planung sehr viel Holz verplant und verbaut gewesen und das war über die Jahre einfach marode und wenn das dann eben auch jahrelang nicht gehegt und gepflegt wird, auch zu Merlin-Zeiten nicht, dann leidet sowas natürlich immer mehr. Ne? Das ist einfach so. Genau. Es wird eine Eisenbahn geben. Es wird eine Eisenbahn geben, genau, so ist es. Unsere rote Rübe und ja, das ist auch ganz schön. Man hat schon lange das Schotterbett gesehen und wusste, wo sie lang führt. Jetzt sind auch die Schienen angekommen. Selbst wenn man noch nicht im Kreis fahren kann, was daran liegt, dass da hinten noch Baustelle ist. Aber sie ist da. Und das sind dann auch so Momente, die bei uns die Landschaftsarchitekten und Planer aus dem Karls Erlebnisteam lange überlegen und planen. Hier haben wir natürlich eine Kurve, die direkt hier auf die Wasserfläche zugeht und von der Promenade aus sichtbar sein wird. Und diese Sichtachsen sind für uns natürlich super wichtig. Hier haben wir eben auch keinen Baumbestand bei diesen gastronomischen Einrichtungen auf der Promenade. Was wir aber eben weiter rüber Richtung Legoland Discovery Center sehr stark haben. Das war schon früher zu Zentropark-Zeiten immer eine Herausforderung, weil man hier auf der anderen Seite dieses Wasserbassins da vom Zentro doch etwas versteckt liegt. Und das wollten wir aufbrechen, indem wir einfach hier näher dran kommen an diese ganze Geschichte. Und ich glaube, die Zaunlösung sieht hier nämlich auch etwas anders aus, als sie momentan aussieht. Das überrascht mich jetzt nämlich nicht, dass der Zaun noch nicht zu ist, aber das werden wir dann später sehen. Das hier auch super spannend. Ihr konntet ja leider zur FKF-Tour nicht dabei sein, aber wir hatten, als der FKF hier war, unter anderem unsere Künstler da, die diese ganzen wunderschönen Grafiken und Schilder sozusagen auf die Gebäude malen und wie schnell sowas mittlerweile geht und dass selbst da auch die Augmented Reality Brille zum Einsatz kommt. Die wird dann nämlich aufgesetzt und dann projiziert der Künstler entsprechend das Bild, was er malen will, hier auf die Wand und weiß haargenau, wo er seine Konturen setzen muss und seine Kanten setzen muss und dann
mit dem entsprechenden Know-how und Fingerfertigkeit ist das innerhalb von 2 Stunden dann gemalt und fertig. Ich weiß, du könntest da schneller, aber... Nö, aber da gibt es Realness-Debatten, ob man das überhaupt da machen darf mit der Brille oder nicht. Aber das gab es auch schon, als Leute dann nachts irgendwo einen Beamer aufgestellt haben und es nachgemalt haben. Und wenn es 1:1 ein Logo werden muss, bin ich jetzt auch nicht derjenige, der da irgendwie sagt, na, das ist aber nicht real, du musst es schon freihand nachmalen. Ich glaube, jede Mickey Maus, die man heute irgendwo gezeichnet sieht, weiß man, dass sie mittlerweile so perfektioniert ist, dass der Mickey Maus Zeichner weiß, wie er entsprechend das Gesicht zeichnen muss. Ob er das jetzt mit einer AR-Brille macht oder nicht, ist nachher vom Ergebnis, glaube ich, kaum zu unterscheiden. Ja, aber die Proportionen auf so eine große Fläche bringen, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Absolut. Und deswegen ist es einfach nur ein modernes, gutes Werkzeug, mit dem man weiterkommt. Also ja. Ist so. Und bei der Geschwindigkeit, die wir einfach auch notwendig haben. Ne? Ja, es sind Künstler und das ist künstlerisch, aber du wirst jetzt hier nicht wegen deiner Kunst beauftragt, sondern weil du das, was du kannst, so schnell auf die Wand und aufs Dorf bringst. So kannst du nicht 2 Dörfer im Jahr eröffnen, wenn du so langsam sprühst. Genau. Schön, dass du das so formuliert hast. Trifft es absolut genau. Hier sind wir im Karlsbande-Shop. Hier dreht sich also alles von den Produkten her um unsere Karlsbande, die ja mit den Jahren sukzessive größer geworden ist. Da oben sieht man auch schon Raupi an der Decke hängen. Und die ersten Regale und Tresen sind da. Die müssen natürlich auch irgendwo eingelagert werden. Wir versuchen immer, das auch shopmäßig zuzuordnen. Da sieht man jetzt entsprechend Banderegal, das steht schon mal richtig. Aber manchmal müssen dann auch Gebäude zweckentfremdet werden. Kommen denn diese ganzen Regale und Warenträger zentral von euch oder wird das nochmal separat zugeliefert? Also wir bauen ja unglaublich viel selber. Ne? Gerade solche handwerklichen Dinge wie zum Beispiel jetzt hier dieser Verkaufswagen. Da haben wir natürlich unser Team in Rövershagen, die mittlerweile einfach sehr, sehr gut bauen. Es gibt Dinge, die zugeliefert werden, zum Beispiel jetzt Raupi. Das bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, welche Firma es gebaut hat, aber das kommt dann zugeliefert. Aber ja, wir haben natürlich auch teilweise Verkaufsdinge und Bereiche, die haben professionelle Technik im Hintergrund, ob es jetzt bei Kühlregalen ist oder bei irgendwelchen Verkaufsregalen. Die werden dann entsprechend von uns adaptiert, aber von einem Hersteller angeliefert. Ja gut, ihr müsst jetzt nicht selber die Kassen löten. Nee. Genau. So, und hier haben wir einen Schaltschrank, der nicht für die Achterbahn ist, könnte man meinen. Er ist nur für den Bandeshop. Das ist auch ganz spannend, was immer so an Kabeln zusammenkommt. Also ich habe hier eine Pressetour gehabt vor 4 Wochen. Da hatten die Elektriker keine Zeit, uns in Ruhe machen zu lassen und haben hinten in der Ecke weitergebaut, weil sie gesagt haben, sie schaffen sonst diesen Shop nicht. Und es lagen nachher überall Kabel auf dem Boden. Und ich bin immer wieder fasziniert, wie man da noch eine Zuordnung finden kann. Aber es geht. Aber, surprise, surprise, Achterbahn. die Achterbahn. Einer von 2 Counts. Nur der einzige Count für Erwachsene, denn ansonsten haben wir natürlich Mini K2 hier. K2 hätte ich natürlich auch gerne selber noch mal gebaut, so viele Jahre nachdem ich es gebaut habe. Aber bisher haben wir erstmal nur Mini K2 hier vorgesehen. Bei dieser Bahn, die ist größer und länger. Weißt du auch warum? Ich hätte jetzt plump gesagt, ihr habt einfach ein Stück Meter dazwischen gesetzt, weil es über war, aber du hast, glaube ich, eine sinnvollere Erklärung. Ja, die sinnvolle Erklärung ist, das Lichtraumprofil hat sich ein wenig verändert bei den Vorgaben für diese Bahn. Und deswegen musste sozusagen die Stützen weiter von den Schienen entfernt werden. Und dadurch ist die Bahn insgesamt, ich weiß es gar nicht genau, 1-2 Meter länger, damit es entsprechend trotzdem vom Schienenverlauf und Streckenverlauf her so möglich ist. Das ist ja für alle, die es nicht kennen, diese DIN 13814, die immer, also die ist ja geschrieben, aber die wird ja immer wieder ergänzt und dann gibt es ja auch Anpassungen, was ja dafür spricht, wie modern auch trotzdem ein Standardprodukt jetzt schon in einem Karlser Erlebnisdorf, was ja Raupi ist, immer wieder weiter neu gedacht werden muss. So ist es, genau. Also Raupi ist definitiv Standard, das kann man so sehen. Ist bei uns ein fester Bestandteil geworden von fast allen Erlebnisdörfern. Und von daher war das natürlich auch klar, dass es hier hinkommt. Und man sieht im Hintergrund jetzt die große Erdbeere, wie sie entsteht. Die haben wir natürlich genau so platziert, dass man sie von der Promenade auch sehen kann. Wir können da mal näher rangehen vielleicht. Ja, und hier wird entsprechend Raupi nachher durchfahren. Und ja, ich glaube, man kann ahnen, wie präsent nachher diese Erdbeere hier sein wird. Auch wiederum bei der Brücke selber für alle Menschen, die nur dran vorbeilaufen, die werden einen Blick drauf haben, das genau sehen. Und hier sind wir jetzt ziemlich genau an der Stelle, eigentlich da, wo der Karlsbande-Shop ist.
Da war früher das Brauhaus und im Grunde genommen am anderen Ende von der Raupenbahn war mein Büro früher. Das interessiert keinen, mich aber ständig, wenn ich hier rumlaufe. Aber das ist meines Wissens nach dann die erste Erdbeere, die ihr aus Beton macht, wo Raupi durchfährt, oder? Richtig, das ist das erste Mal, dass wir da jetzt Spritzbeton entsprechend verwenden. Und ja, ich bin ganz gespannt auf den Look, wie es nachher final aussehen wird im Vergleich zu unseren bisherigen GFK-Erdbeeren. Ja. Oder die eine aus Zeltplane in Wernigerode. Wernigerode. Gut, das hat die ist ja natürlich Pop-up, ja. Aber das hat einen anderen Grund. Aber richtig, stimmt, die hätte ich jetzt vergessen. Ja, holen wir den Count, ne? Kurz die Flex von der Schiene und dann geht's weiter. Ich kann mich jetzt mal outen. Ich habe noch nicht in allen Karls Erlebnisdörfern Raupi gecountet. Ist mir aufgefallen und fällt mir immer wieder auf, wenn ich irgendwie Termine in den Dörfern habe und dann wieder nach Hause fahre und sage, shit, bist schon wieder nicht gefahren. Du bist mir Markenbotschafter. Dafür kenne ich K2 in- und auswendig, aus Gründen. Man könnte auch meinen, es ist einfach eine Art und Weise zu sagen, mehr K2s für Karls Erlebnisdörfer fände ich cooler. Aber so, ja, wir haben hier wieder was Großes, was hier auf einmal aus Stahl entsteht. ja, wir haben was Großes und wir haben eine ganz neuartige Attraktion. Paletti the Ride. Alles Paletti the Ride. Paletti. Genau. Ja, hier wurde in den letzten Tagen wild dran gewerkelt, dass entsprechend die Sitze schnell an den Skyfly rankommen hier von Gerstlauer. Also da muss ich natürlich auf fairerweise sagen, haben wir an unsere Bauteams und die Hersteller schon ziemlich hohe Ansprüche, dass die in relativ kleinen Zeitfenstern ihre Attraktionen aufbauen. Wir haben ja schon die Bauarbeiten für die Rutsche gesehen von Metallbau Emmeln. Ja, da öffnen sich dann Fenster, die sind definiert und die müssen dann in der Zeit kommen, aufbauen, weil so viel davon abhängt. Das ist wie eine Kettenreaktion einfach. Und ja, hier sind wir jetzt zumindest so weit, dass den Testfahrten fast nichts mehr im Wege steht. Ein paar Kabel noch anschließen, aber Das machst du ja mal eben gleich noch, ne? aber eben der fliegende Dönerspieß, die Attraktion, die wir so in der Art sonst nur in Berlin-Elztal kennen. Da haben wir sie ja schon einmal gebaut und großen Erfolg sozusagen auch medial damit gehabt. Das eine ziemlich geniale Wirkung hatte auf die Berliner. Dass es einen Erdbeerdöner gibt, den haben wir auch hier hinter uns. Der schmeckt übrigens wirklich sehr gut, Leute. Den müsst ihr euch holen. Wir haben ihn schon probiert. Ja, schön. Ich finde ihn auch total mega. Wir waren ja wirklich auch zugegebenerweise bei einigen Sachen manchmal sehr skeptisch. So war es übrigens auch bei unserer Erdbeerwurst, die wir schon viele Jahre länger haben. Die sollte es eigentlich wirklich nicht geben, aber der damalige Lieferant hat uns dann, oder Robert Dahl, dann so lange angebettelt, hat gesagt, komm, lass uns das bitte mal ausprobieren. Und eigentlich war das Thema durch und dann haben wir es ausprobiert und dann war es der Verkaufserfolg schlechthin. Und das macht uns natürlich auch sehr häufig Mut, Dinge nochmal neu zu probieren, nochmal mutig zu sein bei einer Attraktion. So waren wir es eben mit dem fliegenden Dönerspieß. Das ist, glaube ich, schon ziemlich abgefahren und ich glaube, im Ruhrgebiet passt so eine Attraktion auch mega gut rein. Döner wird hier schon gegessen, glaube ich. Also Döner passt, glaube ich, besser als Mayas wilde Schwestern. Auch wenn das ein schönes Thema ist, was ich sehr mag, aber der Döner, der ist schon ein bisschen mehr Dönerkarussell. Genau. Es passt ja besser hier hin. Genau, also das sehen wir auch so. Deswegen auch hier wiederum die Platzierung der Attraktion sehr weit vorne an der Promenade. Hier haben wir die Bäume, hier werden wir drüber hinaus fliegen, somit auch weithin sichtbar sein. Wir haben es nicht weit da hinten bis zum Coca-Cola-Oase und dem entsprechenden Vorplatz dort. Also da glauben wir, dass wir sehr visuell wahrgenommen werden. Und wir haben ja auch einen Außenverkaufsstand, weil unsere Erlebnisdörfer haben ja eigentlich nur bis 18 Uhr geöffnet. Aber hier haben wir zumindest die Option, entweder den Döner noch später zu verkaufen oder aber auch den Leuten zu ermöglichen, gar nicht erst durch unseren Manufakturenmarkt zu gehen, sondern direkt draußen einen Erdbeerdöner bestellen zu können. Wir würden uns natürlich mehr freuen, die Leute kommen auch alle rein, aber wir geben ihnen die Option. Und Eintritt ist ja frei bei euch. Genau. Eintritt ist frei, wie bei allen Erlebnisdörfern. Niederschwelliges Angebot ist für uns sehr wichtig. Wir haben wie an allen Erlebnisdörfern viele Dinge, die man kostenlos machen kann, neben Spielgeräten, auch eben die Kartoffelsackrutsche und andere Dinge, sodass man hier einen schönen Tag haben kann, ohne dass man gleich einen ganzen Parkeintritt für die ganze Familie zahlen muss.
Und das wiederum gibt auch die Möglichkeit, dass zum Beispiel nur für die Kinder ein Bändchen gekauft wird, ein Tagespass für die Nutzung aller Attraktionen. Oder aber dann vielleicht der Papa sagt, Mensch, mache ich auch, denn ich möchte meinen Count bei den meisten Loopings mit dem fliegenden Döner nochmal brechen und versuche 3 Fahrten hintereinander und spätestens dann lohnt sich ohnehin schon die Tageskarte. Cool. Und die Jahreskarte, die wir natürlich auch haben, gilt in allen Erlebnisdörfern und demnächst auch in Kalifornien. Genau, also wir befinden uns hier an der Außengrenze, das heißt, der Weg wird nachher der Außenbereich sein, wo die Gäste außen am Park langlaufen. Hier neben uns beginnt dann die Döner-Kochschule von Karls und Flugschule, natürlich, um mit dem fliegenden Döner entsprechend seine Runden zu drehen. Die erste Deko hängt schon. Das sieht jetzt noch viel wilder aus in dieser Szenerie, dass dann so eine Kleinigkeiten schon da dran hängen. Das ist schon geil. Ja, genau. Also wenn man eine Nahaufnahme machen würde mit dem richtigen Winkel, wüsste man nicht, dass hier unten drunter noch nichts gepflastert ist. Aber Das Design vom Dönerflieger ist auch ein bisschen anders als das in Elster, oder? ja, das haben wir noch mal ein bisschen adaptiert. Und sicherlich kannst du mir ganz genau sagen, was anders ist. Ja, der Mast ist anders, der ist nämlich nicht eingerappt gewesen und der ganze Fahrgastträger und die Gondeln hatten, glaube ich, auch alle unterschiedliche Farben. Da bin ich mir nicht mehr sicher. Also ich glaube, das macht nachher das Design mit den Salatdingern, aber ich bin mir da jetzt auch nicht ganz Aber es sicher. war auf jeden Fall nicht komplett gerappt. Es war nicht komplett gerappt, nee, das ist richtig, genau. Da haben wir ein bisschen mehr von der typischen Döner-Folientaschenverpackung. Tüte. So, hier müssen wir mal schauen, wie wir uns einen Weg verschaffen in unseren Dönershop. Da ist die Wassertankstelle übrigens, eine, die uns vorhin ja hoch und heilig angesprochen wurde. Könnt ihr, wenn ihr wollt, auch nochmal eure Wasserflasche auffüllen. Sieht man auch nochmal das, was ich vorhin angesprochen habe. Unsere Entwürfe der wichtigen Seiten der Gebäude mit der kurzen Seite von beiden Seiten, Vorder- und Rückseite, mit den entsprechenden RAL-Farben, mit welchen Materialien was bearbeitet sein soll. Und so ist es dann tatsächlich möglich, dass man nicht immer zum Baucontainer rennen muss, der auf der anderen Seite des Parks liegt, um nachzufragen, wie war denn das eigentlich? Was muss ich da denn noch mal machen? Auch wahrscheinlich Erfahrungswerte aus allen anderen Baustellen. Ja, das ist so, genau. Ja, hier beginnt die Kühle. Ah, herrlich. Auch hier die Steine, die wir schon entsprechend drauf haben. Und da hinten sieht man jetzt auch ohne Augmented Reality Brille, wie sozusagen hier künstlerisch gearbeitet wird. Moin. Muss aber auch wollen, mit dem Pinsel hier bei dem Wetter an der Wand stehen. Genau. Ist schon eine kleine Herausforderung. Stark, ja. Und ein alter Schrank steht auch schon da. Man hat das Gebäude um den Schrank gebaut, weil der so schwer ist. Der stand hier schon. Der war schon da. Das war der alte Schnappschrank von Christian im Büro. Also ich sag mal so, wenn ich damals K2 nicht miterlebt hätte, hätte ich jetzt auch so meine Zweifel. Und da haben wir damals nur eine Achterbahn gebaut, allerdings ja auch mit einem relativ großen Gebäude. Und ich glaube, mit der Geschwindigkeit, wie Karls baut, kann sich eigentlich kaum ein anderer Park messen. Muss auch keiner, muss keiner so schnell machen wie wir. Das ist gar nicht, dass es uns darum geht, da irgendwie schneller als andere zu sein, sondern ja, es ist einfach eine unglaubliche Geschwindigkeit. Und man kann sich jetzt ausmalen, wie das hier aussehen muss bis zur Eröffnung am 15. Und kann sich da mal vorstellen, wie lange man dafür selber brauchen würde, um das zu machen. Das stimmt. Und es ist ja auch jetzt nicht normal, dass andere in Rekordzeit irgendwie zig Parks eröffnen. Ja. Also, man baut ja eigentlich als jemand, der einen Park baut, mal einen Park in seinem Leben. In der Regel ist das so und dann vielleicht sukzessive mal einen Themenbereich nach dem anderen. Ja, das auch vielleicht in der Hinsicht nochmal, es ist eben nicht Copy and Paste. Ne? Also dieser Standort ist von vielen Gebäuden her absolut nicht so, wie wir ihn an anderen Standorten haben, sodass wir jetzt nicht sagen konnten, na, den Manufakturenmarkt haben wir genauso, den bauen wir genauso hier wieder hin oder Ja. so. Ne? Ist beim Trägergrill genauso, das Gebäude ist anders als an den anderen Standorten. Ja, fantastisch, oder?
Genau, das ist von Atlantics die Edelstahlrutsche, die gestern Abend hier auf dem LKW noch liegend angeliefert wurde. Und wo man sich jetzt vorstellen kann, wie hoch die Kinder da klettern müssen, um nachher mit der Rutsche dann wieder nach unten zu kommen. Ihr müsst den Eltern ja auch Zeit verschaffen. Das ist so. Also im Grunde genommen ist das wie die Montage einer Achterbahnstütze. Nur mit einer Rutsche dran. Nur mit der Rutsche fertig dran, genau. Man müsste einfach nur noch erfinden, dass Achterbahn... Der kann schon testen, ja. Dass Achterbahnen auch so vorgefertigt werden. Einfach nur noch Plug and Play. So, hereinspaziert in den Karls Manufakturenmarkt. Also man sieht, morgen wird das komplette hier eingeräumt. Dann sind wir nahezu fertig. Ja, es ist ja so gut wie. Hei, hei, hei. Genau. Ja. Ja, aber saugeil dieses Bild. Du kommst hier rein, überall werkelt jemand, überall fährt gerade ein Steiger hoch. Es passiert einfach von so vielen Gewerken zeitgleich hier etwas und das ist das, was die Geschwindigkeit bringt und was natürlich auch so spannend ist zu beobachten. Ne? Ja, absolut. Genau, wir haben jetzt 2 Attraktionen hier schon drin stehen. Die mussten mehr oder minder hier schon eingebaut werden, bevor das Dach da war. Ja. Weil die hätten wir sonst hier nie reinbekommen. Liegend sozusagen. Und deswegen haben wir hier unseren Mini-Freefall und den Erdbeertraum entsprechend schon stehen. Fehlt nur noch ein bisschen Deko. Ne? Man kennt das aus den anderen Dörfern. Die Attraktion gibt es natürlich an den anderen Orten auch schon. Ich glaube, bei so einem großen Gebäude ist das nochmal ganz spannend zu sehen, was hier überhaupt alles passiert. Also wir sind mehr oder minder hier durch den Haupteingang reingegangen. Man wird dann rechts rumgeleitet an den 2 Attraktionen vorbei und hat dann die Möglichkeit, sich im Markt entsprechend aufzuteilen. Hier hinten kommt Friedas Hofküche hin, unser großes gastronomisches Angebot. Und ja, wir bekommen in der oberen Etage eine Angsthasenscheune. Das heißt, die ist jetzt diesmal hier fest verplant und eingeplant. Das hatten wir so auch noch nicht. Damit wir eben auch ein schönes Halloween-Event hier feiern können. Und ich finde, so ein bisschen was von Halloween hat es, weil man läuft hier im Dunkeln, man sieht keine Gesichter, man sieht überall irgendwelche Umrisse von Gestalten durch das Gegenlicht. Das ist echt wild gerade. Ihr habt eine Kettensäge in der Hand. Ja, genau. Es passt genau. Und ein Akkuschrauber. Aber ich glaube, die Kettensäge ist das Schlimmere an den beiden. Ja, ja, hier die Lichtleiste hängt unten, ne, damit man entsprechend das Licht montieren kann. Und mitten im Gebäude steht noch ein großer Kran von Jaromin. Ja, den kriegt man noch raus. So ein Drop Tower, nein. Aber Genau. So einen kleinen Tower nicht, aber so ein Kran groß, ja. Auch ein Beispiel, Jaromin ist ein Oberhausener Unternehmen, gar nicht so weit weg. Großer Vermieter von Kränen. Ist natürlich für uns ideal, auf lokale Unternehmen zurückzugreifen. Haben wir super viel hier engagiert. Auch der Gartenlandschaftsbauer kommt hier aus Mülheim oder Essen. Und der Elektriker ist hier aus der Gegend. Und so werden dann eben wirklich lokale Firmen eingebunden, mit uns das tolle Abenteuer einer Erlebnisdorf-Baustelle zu erleben. ist euch das auch wichtig, dass ihr mal Locals dann mit einbezieht und nicht mit eurem eigenen Bautrupp wie so eine Heuschreckenplage durch Deutschland zieht? Ja, das ist uns schon wichtig. Weil wir eigentlich der Meinung sind, dass wir viele Vorteile dadurch haben. Wir haben natürlich weniger Übernachtungskosten, als wenn wir ein Team von weiter her holen, das ja auch irgendwo eingepreist werden würde. Und wir haben eine höhere Flexibilität bei den Unternehmen, weil natürlich deren Lager und Zentrale in Fahrnähe ist, sodass, wenn mal was fehlt auf der Baustelle, man viel leichter agieren kann, als wenn man dann irgendwie nochmal zurück in die Zentrale muss oder irgendwas anbieten muss. Und das macht also total Sinn, lokale Firmen hier zu engagieren. Plus, dass es uns eigentlich auch wirklich viel Freude bereitet, mit lokalen Firmen hier was aufzubauen, damit die hier nachher durchlaufen können und sagen können, das habe ich innerhalb von so und so vielen Wochen hier nur aufgebaut. So, jetzt sehen wir mal auf der anderen Seite, was wir tun, damit es hier nicht so staubt. Da wird dann kurzerhand aus Essen ein großer Tankwagen geholt mit einem Wassersprüher vorne dran. Denn Staub ist so ziemlich ätzend, wenn das hier in allen Poren und Ecken ist. Das kriegst du ja auch nie wieder weg. Das kriegst du auch nicht so wirklich wieder weg. Genau, das ist nachher immer da. Wir können einmal einen Blick werfen auf den Zentroparkplan. Witzig, auf den Karls Erlebnisdorfplan. Heidanei. Oh, Vorsicht. Ja.
So, wir haben hier auf der Seite das Legoland Discovery Center. Das heißt, die meisten Gäste werden wahrscheinlich von hier kommen. Hier ist die Coca-Cola-Oase und dann hier über die Brücke und dann hier in unseren Karls Manufakturenmarkt reingehen. Heißt, wir stehen gerade hier, glaube ich. Genau, Ne? wir stehen jetzt gerade hier an dem Ausgang von dem Shop. Das heißt, genau hier wird man auch in das Erlebnisdorf reinkommen. Und das wird nachher so die Blickachse ins Dorf sein. Also ohne LKW natürlich. Ja, hier sieht man so ein bisschen, dass wir die Wegeführung hier vorne auch geändert haben. Das lief hier vorher ziemlich parallel lang. Hier werden wir also einen schönen Vorplatz jetzt entsprechend haben. Und vielleicht erwähne ich das mal ungefragt. Die Kollegen vom Legoland Discovery Center freuen sich total auf uns. Also die haben überhaupt gar keine Sorge, dass wenn wir hier kommen, bei denen nichts mehr los ist. Ganz im Gegenteil. Die sind absolut der Meinung, dass wir gemeinsam hier für einen tollen Boost sorgen werden und das hier entsprechend attraktiver wird für alle. Und ja, deswegen ist das also keine Konkurrenz, sondern wir werden miteinander hier arbeiten. Hier ist auch deren Büro, die können auch gar nicht anders als uns zu lieben, muss man ganz klar sagen. Wenn man sich das hier anschaut, also tatsächlich an dieser Stelle war früher die Traktorbahn und genau hier, wo jetzt die Kartoffelsackrutsche gebaut wird und entsteht, da war früher der Breakdance von Huss, damit man so ein bisschen eine Orientierung hat, wie das hier vom Gelände war. Hier war früher Speedy, die Achterbahn. Und man sieht hier ganz gut Phase 2, Phase 3, das ist sozusagen unsere Erweiterungsfläche, das auch. Und ja, da gibt es also noch einige Dinge, die da noch gebaut werden können. Da ist Mini K2 für alle Minis unter den Countern sozusagen. Aber wenn man das jetzt mal so sieht und jetzt den Manufakturenmarkt sich wegdenkt, mit Phase 2 und 3 wird es dann doppelt so groß an Erlebnisfläche, kann man fast schon sagen. Genau, das ist tatsächlich so, ne? Weil tatsächlich diese Fläche Pi mal Daumen etwa der entspricht. Vor allem hier, die ist in grün eingezeichnet, aber da kommt erst später was hin. Ich musste gerade mal schnell schauen, was da steht. Zum Glück steht da nur zukünftige Attraktion und nicht das, was da hinkommen wird. Das ist nicht selbstverständlich. Normalerweise steht dann schon alles. Können wir das blurren? Es gab auch schon Druckversionen, da stand das da noch. Von daher, ja. Genau, also von daher ist das tatsächlich so, wir haben hier noch jede Menge Fläche, das zu erweitern und zu ergänzen. Und ja, schöne, spannende Ideen, was da alles so kommen mag. Ja, also das ist so die Achse, wo sich alles öffnet, wo man dann entscheiden kann, geht man Richtung Curryversum, haben wir noch gar nicht inhaltlich thematisiert, aber das liegt dann hier rechts. Oder eben rüber Richtung die Scheune, kennt man auch aus Lockstedt schon, unser großer Shop mit sehr vielen Produkten für, wie heißt es, Haus, Hof und Garten. Und dann gibt es die verschiedenen gastronomischen Stände an den verschiedenen Bereichen. Aha, okay. Ihr habt was gesehen, was ich nicht gesehen habe. Danke. Ist nur 16 Meter lang, 2,50 Meter breit, kann man übersehen. Unsere sehr markante und bekannte Klettererdbeere wird dort entstehen, wo der Container da hinten noch ist. Das haben wir ja eigentlich an jedem Standort, wenn man sozusagen ins Dorf kommt, dass man dann eben die Klettererdbeere als erstes sieht. Hier gibt es die ferngesteuerten Boote und die Mini-Autos, mit denen man fahren kann, die man auch aus anderen Dörfern kennt. Viele Rohre haben wir neu verlegt. Wir haben auch viele alte Sachen hier im Boden wiedergefunden. Auch irgendwelche Zuführungen von Strom Richtung Legoland Discovery Center, die plötzlich irgendwo im Boden waren, wo sie keiner kannte. Aber gut. Hinter uns. Das habt ihr direkt angezapft, jetzt haben die höhere Stromkosten. Vielleicht sollten wir darüber nachdenken. Das wird das Curryversum. Ja. Das ist ja dann das unique Thema für dieses. Das haben wir noch gar nicht besprochen, das ist überhaupt, weil wir haben ja gesagt, Trägerbahn kennt man, dies kennt man, aber es gibt ja auch in jedem Karls Erlebnisdorf etwas, was es nur da gibt, ne? So ist es, genau. Das haben wir eingeführt, ohne es einführen zu wollen, aber K2 ist zum Beispiel eben so ein Beispiel, was es nur an einem Standort gibt bisher. Und natürlich das Pipi-Kaka-Land in Lockstedt, was sehr großer deutschlandweiter Berühmtheit, auch internationaler, gab auch internationale Medienberichte darüber, gelangt ist. Und das wollen wir hier natürlich auch schaffen. Und ja, wir haben hier tatsächlich auch eine Attraktionsart, die wir so auch noch an keinem Erlebnisdorf haben. Die kennt man sonst von Metallbau Emmeln als Trekking Ride, als Reitbahn häufig, gibt es aber auch mit anderen Figuren und Tieren. Und die war eigentlich schon bestellt und eigentlich haben wir gedacht, Mensch,
Das machen wir hier auch mit Pferden, weil das passt zum landwirtschaftlichen Thema. In unserem Bibi und Tina Park in Berlin-Elztal, den wir gerade bauen, wird es das auch geben. Natürlich mit den berühmten Pferden aus der Bibi und Tina Serie, deren Name ich gerade nicht Amadeus kenne. und Sabrina. Ihr habt es auf dem T-Shirt stehen. Nee. Das sind Bibi und Tina. Amadeus und Sabrina sind die Pferde. Das sind die Pferde. Ich hatte eine Kindheit. Du hattest Während eine du hier Kindheit. in deinem Büro gesessen hast. Ey, weißt du, ich hab eine Benjamin Blümchen-Kindheit, die ist noch älter. Ja, aber das ist ja mehr oder weniger für mich das gleiche Universum auch. Also Bibi und Benjamin kennen sich. Ja. Das geht gerade viel zu Das tief geht in einem viel ganz zu weit. komischen Thema. Aber was spannend ist, denn Benjamin Blümchen hat schon hier auf diesem Gelände rumgelaufen, früher, zu Zentropark-Zeiten. Und warum? Weil ich Benjamin Blümchen hergebracht habe. Coincidence sozusagen. Da schießt sich der Kreis. Das Universum macht ganz komische Moves. Anyway, wir kamen von dem Thema Pferde Unique Attraction. zu- Genau, Pferdebahnen wollten wir hier haben. Und dann haben wir irgendwie überlegt und haben gesagt, Mensch, 2 Pferdebahnen nebeneinander. Wir werden 2 haben, 2 Reitbahnen. Ist vielleicht ein bisschen blöd. Sollten wir vielleicht irgendwie eine Attraktion machen, die ein anderes Thema aufgreift. Oder eine andere Figur hat. Und dann hat Robert aber irgendwann gesagt, nee, wir brauchen noch zusätzlich zu unserem fliegenden Dönerspieß noch eine Attraktion mit mehr Lokalkolorit. Und da waren wir relativ schnell bei der Currywurst und haben dann irgendwie überlegt, so, was können wir mit der Currywurst eigentlich machen und wie können wir die eigentlich hier thematisieren. Und aus der Idee ist dann das Curryversum entstanden, sodass wir eben hier tatsächlich nicht auf Pferden reiten, sondern auf Currywürsten in einem Currywurstbrötchen sozusagen. Und das wird, glaube ich, ziemlich absolut weird sein, wenn man dann das erste Mal auf so einer Currywurst durch die Landschaft reitet. So Leute, wir haben gerade einen harten Cut gehabt und ihr habt am Anfang gesehen, dass es ziemlich warm ist und wir haben über 36 Grad und die Kamera hat schlapp gemacht. Wir waren bei einer zu bereitenden Currywurst. Genau, zu einer bereitenden Currywurst, denn unsere einmalige Attraktion hier wird das Curryversum sein. Angelehnt natürlich an die hyperbeliebte Currywurst, die es hier im Ruhrgebiet natürlich unbedingt gibt. Und die wird es bei uns natürlich einerseits im Restaurant zu essen geben, aber wir haben auch eben eine Attraktion, die wir erstmalig bauen, die es nur hier geben wird. Und da wird man tatsächlich auf einer Currywurst reitend sozusagen durch unsere Landschaft sich begeben und ja, ein paar schöne Dinge während der Fahrt sehen. Ihr baut jetzt 2 Currywurst-Reitebahnen und es gibt Currywurst auch hier. Wird es dann noch ein zusätzliches Erlebnis geben in dem Bereich oder wird der Bereich dann noch erweitert oder ist es dann das Curryversum für sich? Das Curryversum wird so abgeschlossen sein als solches. Also wir haben noch viele andere Ideen, die wir dann hier aufgreifen werden. Es wird übrigens auch das aus dem Pipi-Kaka-Land beliebte Eis in der Toilettenschüssel geben. Wir haben nicht das ganze Pipi-Kaka-Land hier, aber eben das Eis hat so gut funktioniert, das wird es auch hier entsprechend geben und wird wahrscheinlich auch nochmal für Aufsehen sorgen. Mega, vielen Dank schon mal an der Stelle. Jetzt wird hier noch ein bisschen gearbeitet. Wir halten nicht mehr alles auf. 21 Tage ist wild. Es ist schon sehr viel, was jetzt kommt und wir werden uns hier, glaube ich, öfter sehen. Christian, Robert, wir und ihr natürlich auch im Karls Erlebnisdorf Oberhausen. Vielen Dank. Schön, dass ihr da wart. Danke.